Kennst du das? Du hast den realen Prozess sichtbar gemacht. Du siehst den Hauptpfad, du siehst Varianten, du siehst Schleifen, du siehst Ausnahmen. Und dann kommt die nächste Frage. Ist das eigentlich okay? Im letzten Video ist es um Process Discovery gegangen. Also darum, wie Daten den tatsächlichen Prozess sichtbar machen. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Wir fragen nicht mehr nur, wie läuft der Prozess wirklich, sondern passt dieser reale Ablauf zu dem, was eigentlich passieren sollte. Genau darum geht es bei Conformance Checking. Willkommen bei Smart Data Stories. In diesem Video zeige ich dir, wie Conformance Checking aus einem Prozessbild eine Prozessprüfung macht und warum eine Abweichung nicht automatisch ein Fehler ist. Conformance Checking vergleicht zwei Welten. Auf der einen Seite steht der Soll-Prozess, also der erwartete Ablauf. Das kann ein Business Process Mining Notation Modell sein, eine Arbeitsanweisung, eine Compliance-Regel, ein Standardprozess oder einfach eine fachliche Erwartung. Auf der anderen Seite steht der Ist-Prozess, also das, was tatsächlich in den Event-Logs beobachtet wurde. Die zentrale Frage lautet, wo stimmen Soll und Ist überein und wo laufen sie auseinander. Das ist der Unterschied zu Process Discovery. Discovery zeigt dir, so läuft der Prozess. Conformance Checking fragt, läuft er so, wie er laufen sollte. Nehmen wir unser IT-Support-Beispiel. Der Sollablauf könnte so aussehen. Ticket eingegangen, Ticket prüfen, Ticket klassifizieren, Problem analysieren, Lösung senden, Ticket schließen. Das ist der erwartete Ablauf. Aber reale Fälle folgen nicht immer diesem Weg. Trace 1 folgt dem Soll. Alles läuft sauber durch. Das Ticket wird eingegangen, geprüft, klassifiziert, analysiert, gelöst und geschlossen. Trace 2 enthält eine Rückfrage. Das muss nicht schlecht sein. Vielleicht fehlte eine Information. Vielleicht war die Rückfrage notwendig. Und der Fall läuft danach trotzdem sauber weiter. Trace 3 weicht es stärker ab. Nach der Prüfung wird der Klassifikationsschritt nicht sichtbar durchlaufen. Der Fall springt direkt in die Problemanalyse. Danach wird eine Lösung gesendet. Und trotzdem taucht anschließend noch eine Eskalation im Verlauf auf. Genau hier wird Conformance Checking interessant. Denn jetzt geht es nicht mehr nur darum, dass es verschiedene Varianten gibt. Das hat Discovery auch schon gezeigt. Conformance Checking zeigt dir, welche realen Fälle den Soll folgen und welche davon abweichen. Und es zeigt dir, an welcher Stelle diese Abweichung entsteht. Damit wird aus einem Prozessbild eine Prüfung des Verhaltens. Aber hier ist ein wichtiger Punkt. Eine Abweichung ist nicht automatisch ein Fehler. Und das ist entscheidend. Manche Abweichungen sind sinnvolle Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn ein Sonderfall auftritt oder wenn Informationen fehlen und der Prozess deshalb flexibel reagieren muss. Andere Abweichungen sind operative Probleme. Sie verursachen Rückfragen, Schleifen, Wartezeiten oder unnötige Nacharbeit. Und manche Abweichungen sind kritische Risiken. Zum Beispiel, wenn Pflichtschritte fehlen, wenn Regeln verletzt werden oder wenn Compliance-Risiken entstehen. Die richtige Frage lautet also nicht nur, gibt es Abweichungen? Die bessere Frage lautet, welche Abweichung ist akzeptabel, welche ist teuer und welche ist kritisch. Typische Conformance-Abweichungen sind sehr konkret. Ein Schritt wird übersprungen, 2 Schritte passieren in der falschen Reihenfolge, ein Schritt wird unnötig wiederholt, ein Fall nimmt einen unerlaubten Pfad oder der Prozess wird abgeschlossen, bevor alle notwendigen Aktivitäten erledigt wurden. Im IT-Support könnte das heißen: Ein Ticket wird ohne Klassifikation bearbeitet. Das ist ein übersprungener Schritt. Ein Problem wird analysiert, bevor das Ticket richtig geprüft wurde. Das ist eine falsche Reihenfolge. Ein Ticket wird immer wieder geprüft, ohne dass es vorankommt. Das ist eine unnötige Wiederholung. Ein Ticket wird direkt geschlossen, obwohl der normale Pfad eine Analyse verlangt. Das ist eine unerlaubte Pfad. Oder ein Ticket wird geschlossen, bevor das Problem dokumentiert wurde.
Das ist ein zu früher Abschluss. Solche Abweichungen können Qualität, Compliance, Durchlaufzeit und Kundenerlebnis beeinflussen. Aber Conformance Checking sollte nicht als reines Kontrollinstrument verstanden werden. Wenn du es nur nutzt, um Schuldige zu suchen, verpasst du den eigentlichen Wert. Eine Abweichung ist zuerst einmal ein Signal und noch keine vollständige Diagnose. Der bessere Weg ist: erstens, die Abweichungen kennen. Ein Fall weicht von Soll ab. Zweitens, die richtige Frage stellen. Warum ist das passiert? Drittens, die Ursache prüfen. Fehlt eine Freigabe? Fehlt Information? Ist die Systemlogik unpassend? Viertens, den Kontext verstehen. Ist es eine sinnvolle Ausnahme? Ein echter Fehler? Oder vielleicht ein Problem im Modell? Und fünftens, eine Maßnahme ableiten. Vielleicht musst du eine Regel anpassen. Vielleicht den Prozess verbessern. Oder vielleicht ein Risiko absichern. Genau deshalb ist Conformance Checking so wertvoll. Es verbindet Kontrolle mit Lernen. Conformance Checking funktioniert besonders gut, wenn 3 Dinge zusammenkommen. Erstens, ein klares Modell, also die erwartete Ablauf, Regel, Sollprozess oder Vorgaben. Zweitens, gute Daten, also ein Event-Log, der zeigt, was wirklich passiert ist, mit Aktivitäten, Zeitstempel und Fällen. Und drittens, fachliche Bewertung, also die Frage, ist die Abweichung akzeptabel, teuer oder kritisch? Ohne Modell kannst du nicht prüfen, ohne Daten prüfst du nur theoretisch und ohne Bewertung weißt du nicht, welche Abweichung wirklich relevant ist. Das ist der Kern. Conformance Checking verbindet Regelwerk mit beobachtendem Verhalten. Fassen wir zusammen. Process Discovery zeigt dir, wie dein Prozess tatsächlich läuft. Conformance Checking zeigt dir, wo dieser reale Prozess von erwartetem Ablauf abweicht. Es macht sichtbar übersprungene Schritte, falsche Reihenfolge, Wiederholungen, unerlaubte Pfade, zu frühe Abschlüsse und kritische Abweichungen von Regeln. Aber eine Abweichung ist nicht automatisch ein Fehler. Sie ist ein Hinweis. Der Wert entsteht erst, wenn du verstehst, warum sie passiert und was du daraus machst. Im nächsten Video schauen wir auf Performance Analysis. Dann geht es um die Frage, wo verliert dein Prozess Zeit, wo entsteht Wartezeiten, welche Varianten sind langsam und wo verstecken sich Kosten, die im normalen Dashboard kaum sichtbar werden. Wenn du verstehen willst, wie aus Systemdaten echte Prozessintelligenz steht, abonniere Smart Data Stories. Bis zum nächsten Mal und wie immer mögen die Daten mit dir sein.